Warum sind die Bewohner dieses Hotels fluchtartig verschwunden? Bei einer unserer Lost Place Touren entdeckten wir dieses verlassene Hotel am Straßenrand. Das Gebäude weckte unsere Neugier und so machten wir uns auf der Suche nach einem Zugang. Doch hier sollten wir mehr entdecken als nur ein verlassenes Hotel. Wir finden 3 Ausweise, die offenbar aus Bulgarien stammen. Doch es wird noch mysteriöser, denn die Einliegerwohnung, die zum Hotel gehört, ist noch komplett eingerichtet. Persönliche Unterlagen, Fotos, alles wurde komplett zurückgelassen. Jetzt könnte ich echt meinen, das Ganze wäre hier gar nicht verlassen. Begleite uns jetzt bei der Erkundung dieses mysteriösen Hotels. So, offensichtlich stehen wir jetzt hier in so einem Vorratsraum oder so. Hier ist auf jeden Fall die Küche, würde ich mal vermuten. Ja, das sieht nach Küche aus, ne? Ja, definitiv. Aber ziemlich klein eigentlich, ne? Ey, jetzt machen meine Turnschuhe voll die Geräusche. Was ist? Hast du da jetzt Wasser drin, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Offensichtlich. Ja, man will ja auch nicht meinen, dass du das Hobby schon so viele Jahre machst und es immer noch nicht gelernt hast, vernünftige Schuhe anzuziehen, aber... Ja. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, ne? Richtig schön noch alles vorhanden, komplett noch eingerichtet. Sieht auch wirklich sehr, sehr sauber und ordentlich hier aus, ne? Muss man mal wirklich so sagen, ne? Ja, vor allem sieht es für mich aus, als hätten sie hier die Gläser gespült und hier auf diesem Zewa-Papier abgestellt zum Trocknen oder so, weißt du? Ja, ja. Und dann sind sie am nächsten Tag einfach nicht wiedergekommen. So sieht es irgendwie aus, ne? Aber wenn du dann guckst, ist einfach alles noch hier, ne? Es steht ja einfach alles noch hier von der Küche. Hier die Fritteusen. Schau mal hier. Ohne Fett übrigens. Hier unten ist das Fett drin. Ja, abgelassen, ne? Das haben die hier abgelassen, das ist hier drin. Aber ist doch gut. Ich glaube, wenn das so klar ist, habe ich mal gehört, ist es eigentlich noch relativ frisches Fett, ne? In Ordnung, ne? Ja. Denke ich auch. Guck mal, hier die Töpfe, die sind aber schon groß, ne? Tja, die kochst du auch nicht für 2 Leute, ne? Ja, aber ich finde, wie gesagt, ich finde die Küche schon eigentlich relativ klein, ne? Mhm. Licht funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Das ist schon gut. Okay. Uah. Für die Stufe. Okay, das ist jetzt irgendwie ganz eigenartig. Was ist das denn? Hä? Das gehört ja irgendwie, glaube ich, jetzt nicht wirklich hier hin, oder? Nee. Das ist irgendwie russisch? Sind das Ausweise? Warte mal. Ich übersetze das mal. Das sieht ja ganz komisch aus. Das ist auf jeden Fall aus 2008 hier und 2009. Vielleicht haben sich hier irgendwelche Osteuropäer irgendwie eingenistet in dem Ganzen. Aber warum lassen die dann hier ihre Ausweisdokumente zurück? Keine Anja Ahnung. hat jetzt gerade übrigens geguckt. Das sind keine russischen Pässe, sondern das sind... Bulgarische. Aber eigenartig, dass die hier so liegen, ne? Da steht irgendwas von... Ja, weiß ich auch nicht. Steht irgendwas von gemeinsamen Aktiengesellschaft? Keine Ahnung, was das bedeutet. Mitarbeiterausweise? Vielleicht? Kann auch sein, ich weiß es nicht. Also wer eine Ahnung hat, was das hier ist, kann ja gerne mal reinschreiben, weil Google Übersetzer ist ja überhaupt nicht genau. Hatten wir ja bei dem einem Hotel, wo wir waren, mit der Waschmaschine, weißt du noch? Da stand ja irgendwas, was stand da nochmal? Kaputt auf jeden Fall. Ja, und irgendwas mit Dusche, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas ganz Komisches, was irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat. Und da hat einer in die Kommentare geschrieben, dass es heißt, dass der Keilriemen kaputt ist. Ja. Also was ganz anderes, ne? Also mit Google Übersetzer kannst du teilweise echt vergessen. Hast du gesehen, hier oben überall diese schönen Bilder? Ja. Richtig schön. Rein ist das, ne? Oder? Ja, Oder ist richtig so Tapete? schön. Nee, ich glaube, das ist gemalt. Das sieht nicht aus wie Tapete. Ich glaube, das ist gemalt. Krass. Richtig das ist schön, aber schon ne? schön, ne? Ja. Und ja, offenbar gab es hier in diesem Hotelrestaurant früher auch viele Gäste, die mit dem Motorrad gekommen sind. Hier an der Wand, da hängen ganz viele Bilder von damals. Und hier drüben auf dem Tisch, habe ich gerade gesehen, da sind auch ganz viele Fotos von Gästen, die halt hier Halt gemacht haben, sei es mit dem Motorrad oder auf andere Art und Weise. Also ganz viele Erinnerungsfotos. Vielleicht hing das auch mal irgendwo an der Wand, was jetzt abgenommen worden ist. Ne? Sieht so ein bisschen danach aus, finde ich. Aber es macht ja eigentlich auch nur Sinn, ne? Weil wir sind hier direkt an der Hauptstraße. Ja. Also sprich,
überhaupt nicht zentral gelegen irgendwie. Ne? Also hier ist eigentlich nicht, also wir sind aus der Einrichtung gekommen, da war einfach gar nichts, ne? Muss man mal ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in die andere Richtung ist, aber wenn ich so nach draußen gucke, sieht es für mich auch nach nichts aus. Also sprich, direkt an der Hauptverkehrsstraße und rundherum nichts. Also wird es eigentlich schon Sinn machen, dass so Motorradfahrer hier einfach angehalten haben, um hier eventuell zu schlafen oder nur was zu trinken. Ja, wir hatten im Vorfeld mal so ein bisschen versucht herauszufinden, seit wann dieser Ort verlassen ist. Aber leider Gottes konnten wir irgendwie nicht wirklich irgendwelche Informationen finden. Sollten wir im Nachhinein noch irgendwas finden, dann haben wir euch das sicherlich schon direkt am Anfang eingeblendet. Ansonsten werden wir jetzt hier einfach mal auf Spurensuche gehen und gucken, ob wir irgendwelche Infos finden, die darauf schließen lassen, seit wann das Ganze hier verlassen ist. In den Ordnern schon mal nichts gefunden? Nee, das sind nur solche Bedienungsanleitungen für die Geräte hier. Und was man auf jeden Fall hört, ist, dass die Straße hier direkt ist. Die Autos machen hier so einen Lärm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es als Hotelgast wirklich schön ist, hier eine Nacht zu verbringen. Also ich würde davon, glaube ich, die ganze Zeit wach werden, wenn hier ein LKW um die Ecke fahren würde. Und hier ist auch so ein komischer Raum hier. Hier ist auch die Tür, die wir vorhin gesehen hatten. Ja. Und hier ist ein Kalender, oder was ist das? Also so ein Abfallkalender. Aber, ey, du glaubst es nicht. Nee. 2020. Ah. Das ist erstaunlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Also absolut nicht. Aber es wurde vielleicht nochmal nachgenutzt hier, oder? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat einfach hier nur noch jemand gewohnt. Ich weiß es nicht. Müssen wir echt mal weiter gucken, was wir hier noch finden werden. Boah, guck dir das mal an. Jekko funny. Hier kommt komplett der Boden hoch. Hier ist eine richtige Wurst auf dem Boden, Leute. Ich hoffe, man sieht das. Das ist richtig... Ja, genau. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Das ist der Wahnsinn. Das haben wir schon mal im Lost Place gesehen, dass so krass der Boden hochgekommen ist. Ne? Ja. Wahnsinn. Oh, weißt du, was ich glaube? Dieser Teil, wo wir gerade durchgegangen sind, durch diese 2 Räume, das war hier ein separater Wohnraum. Weil hier ist ja jetzt so ein Esszimmer. Und guck mal jetzt hier vorne. Ui, hier sieht es aus nach Küche, ne? Ja, und hier riecht es auch sehr komisch. Aber hier ist auf jeden Fall eine separate Küche gewesen. Also eher so privat, finde ich persönlich, ne? Ja, das sieht definitiv aus wie eine private Küche. Also hier war wahrscheinlich die Anliegerwohnung zu dem Ganzen. Vielleicht hat der Eigentümer ja hier gewohnt. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Und ich finde eigentlich auch sehr modern. Wenn man überlegt, gehen wir mal davon aus, das Ganze ist vielleicht hier in den 90ern ja, vielleicht modernisiert worden oder so. Also so eine Wohnlandschaft mit so einer Küche zu haben, wo halt die Herdplatten separat sind, ist ja eigentlich schon sehr modern damals gewesen, so in den 90er Jahren. Ne? Ja. Hier ging es auf jeden Fall nach oben. Anja? Anja? Ja. Sollen wir nach oben gehen? Ja, lass hier unten nochmal weiter gucken. Aber ich glaube, zu der Anliegerwohnung werden wir nur hier drüber kommen. Oder möchtest du lieber erstmal den Hotelbereich sehen? Ja, ich würde erstmal jetzt hier unten gucken. Vielleicht ist da oben aber jemand. Ja, dann erst auf den Grund, nicht da hoch zu gehen, oder? So ein Bierdeckel drin. Hier. Die Karte wahrscheinlich. Hier stehen noch Gläser. Oh, Schimmel. Oh. Guck dir mal den Schimmel da an. Richtiger Schwarzschimmel, ey. Oh, unangenehm. Boah, es riecht richtig unangenehm hier, oder? Ja, sehr unangenehm. Ich muss auch gerade mal ein T-Shirt drüber ziehen. Guck dir mal bitte die Toiletten an, Sabrina. Ja. Wir würden euch die ja gerne zeigen, aber die ist leider durch eine Bank abgesperrt. Ja, schade, kommen wir nicht durch, ne? Aber das ist doch schon echt alt. Das sieht nicht im annähernd modern aus. Also nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier 2020 erst geschlossen hat. Also beim besten Willen nicht. Hier war noch das Büro übrigens gewesen. Boah, sieht auch komplett lost aus, ne? Da vorne ist noch so ein Hinweis mit Zimmer. Wahrscheinlich haben die es draußen irgendwo hingehangen, um zu symbolisieren, dass noch ein Zimmer frei ist. Weißt du, was die auch noch hatten? Was denn? So eine Telefonstube da.
Jo. Also, Ja. wie gesagt, ich glaube beim besten Willen nicht, dass es 2020 hier geschlossen wurde. Das muss schon deutlich länger geschlossen sein, das Hotel. Wahrscheinlich wurde nur diese Anlegerwohnung da bis 2020 genutzt. Guck mal hier, wenn du nach draußen guckst, ist da wie so ein Biergarten oder sowas, ne? Garagen da hinten. Ich frage mich, wie man da hinkommen soll mit dem Auto. So, ich muss mal jetzt hier hingehen, da kam gerade ein Auto. Ja, also, ich denke, du hast da halt geparkt, wo wir jetzt gerade mit Bärbel stehen und dann bist du einfach rübergelaufen. Ja. Ja, aber das sind ja Garagen. Da kommst du ja gar nicht hin. Vielleicht haben die Garagen noch einfach nur als Lagerfläche genutzt. Wahrscheinlich. Und du kommst übrigens doch in die Anliegerwohnung. Oh ja, da hinten ist die Wendeltreppe, die wir gesehen hatten. Den Boden haben sie aber offenbar relativ neu verlegt, würde ich mal vermuten, oder? Laminatboden, sieht gar nicht mal so abgenutzt aus. Stimmt, sieht relativ modern aus, ne? Ja. Was allerdings überhaupt nicht modern aussieht, sind diese Badezimmer hier. Und ich vermute tatsächlich, dass die hier Zimmer hatten, die kein eigenes Badezimmer hatten. Also sprich, das ist ein Zimmer ohne Badezimmer. Und dort ist das mit, weiß nicht, 10, 15, 20 anderen Leuten teilen. War früher halt gang und gäbe, ne? Ja, richtig, früher. Hier sieht man die Toilette. Sehr schick, auf jeden Fall die Fliesen. Toilette Nummer 2. Ja, ähnlich schick. Jetzt kommt das wunderschöne Bad mit Badewanne. Ja, und sogar mit 2 Waschmaschinen. Heißt, hier konnte man seine Wäsche waschen. Boah, die Fliesen, ey. Prinzipiell, ne? Gar nicht so hässlich, ne? Aber naja, die sind halt echt richtig alt. Und das sieht man gerade hier hinten halt, ne? Richtig, richtig krass. Noch mit so ein paar Blümchen dran geklebt, um das Ganze so ein bisschen freundlicher wirken zu lassen. Was sagst du denn zu diesen Fliesen hier? Ja. Ja, vor allem so mitten im Flur. Ne? Du kommst da die Treppe hoch und dann hast du hier dieses Waschbecken, wo dann vielleicht jemand steht und sich gerade die Hände wäscht oder vielleicht seine Zähne sogar putzt. Oder ne? vielleicht was anderes, keine Ahnung. Guck mal, wo das Waschbecken ist. Das ist mal ernsthaft. Ja. Das ist doch voll niedrig. Jetzt mal, ich bin ja jetzt nicht wenig groß, ne? Aber mir geht das hier bis zum Oberschenkel. Wenn die beiden Toiletten vielleicht zu waren, dann hat man halt mal eben als Mann sein Geschäft halt woanders verrichtet. Also sein kleines Geschäft. Ich muss los. Es gab auf jeden Fall offenbar schon einen Flachbildfernseher. Ja. Zumindest steht hier einer im Flur rum. Naja, aber die sind auf jeden Fall auch schon älter, ne? Guck dir mal diesen Raum an. Da kommt der Boden komplett hoch. Ja. Ich finde, das sieht alles so richtig altbacken aus, ne? Sehr, sehr alt. Also ich finde, man traut sich jetzt gerade, also in dem Raum da gerade, traut man sich auch gar nicht reinzugehen, ne? Weil der Boden schon so eigenartig aussieht, ne? Ja. Aber von unten hat man eigentlich nichts gesehen, ne? Nee, ich glaube, das ist auch sehr rustikal alles gebaut worden hier. Hey, ganz ehrlich, das wurde hier 100%ig nachgenutzt. Oder? Finde schon, ja. Aber weißt du, was mich jetzt irritiert, Sabrina? Hier ist ein Badezimmer. Okay. Ja, mit einer Badewanne sogar. Und schöne Zwar Fliesen, guck mal da oben. Eine kleine Badewanne, aber ja. Sehr, sehr klein. Der Alibert auch richtig, richtig alt. Das ist noch so einer, wo man da vorne mit die Knöpfe drücken konnte. Mit einem ich kann nicht mehr. Guck mal, hier mit so einem Thermometer. Also, Der Alibert. Ja, Wer kennt ihn nicht? Ich kenne jemanden, der ihn bis vor ein paar Jahren noch nicht kannte. Ja. Musste ich jetzt gerade auch wieder dran denken, die Story mit dem Alibert. Der Alibert. Oh, hier hatten sogar eine kleine Nische. Kochnische. Mit Geschirr. Also waren das offenbar so eine, ja, wie so Ferienwohnungen, ne? Ich weiß So es eine auch nicht, keine Montagewohnung Ahnung. oder so. Wahrscheinlich. Für mich sieht das aus wie so ein Jugendzimmer hier oder so. Wenn jetzt die Kochnische nicht wäre. Aber wenn ich mir so dieses Bettgestell angucke und diese Couch dazu, dieser Schrank, Inventar passt irgendwie so gar nicht, ne? sieht so richtig 80er, 90er meiner Meinung nach. Hier mit so einem rustikalen Schrank, das war doch damals so, ne? Ja. Also 90er auf jeden Fall. Also wenn ich mir hier so diese Räume angucke, Sabrina, ne? Das war für mich kein normales Hotel. Nee, sieht für mich eher aus wie so Montagewohnung oder so. Für Leute, die so auf der Durchreise waren oder so. Hier ist auch. Wobei das Badezimmer finde ich jetzt gar nicht mal. Ja, doch. Ist doch hässlich. Aber Ja, aber ganz ehrlich, die hat nicht mal eine Tür hier vor. ja. Ja, wahrscheinlich so ein Vorhang. Ja.
Auch hier so eine Kochnische. Sehr einfach halt das Ganze, wirklich sehr, sehr einfach. Sehr, sehr ja, simpel. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass es echt wirklich für irgendwelche Leute, die auf der Durchreise waren. Tja. Vielleicht waren ja auch diese Ausweise, die wir gerade gefunden haben, von irgendwelchen bulgarischen Arbeitern, die hier vielleicht irgendwie untergekommen sind. Stimmt, ja. Und dann haben die vielleicht ihre Ausweise auf dem Zimmer liegen gelassen und dementsprechend haben die einfach die Ausweise separat aufbewahrt, in der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendjemand kommt und die abholt. Kann ja auch sein, oder? Ja, irgendwie so muss es wohl gewesen sein. Also ich finde es, weiß ich nicht, ich finde von außen wirkt es ja wie ein ganz normales Hotel, ne? Mhm. Aber sobald du dir diese Zimmer hier anguckst, es passt einfach alles überhaupt nicht zusammen. Die sind komplett zusammengewürfelt. Also kein Zimmer sieht aus wie das andere. Also wenn ich jetzt von der Einrichtung ausgehe, okay, dann ist es eine Sache. Aber ich finde, das Badezimmer hier sieht schon wieder komplett anders aus als die anderen beiden, die wir jetzt gesehen haben. Ne? Das macht gar keinen Sinn, finde ich. Schauen wir mal hier rein. Hier ist so eine Schiebetür, die das Ganze getrennt hat. Seht ihr das? Ihr könnt es halt echt mit einer Schiebetür zumachen. Ich finde, das ist auch so 90er Jahre. Und dann halt hier dieses totschicke Badezimmer. Ja, aber das ist echt alles sehr unterschiedlich. Ne? Das ist echt nie irgendwie identisch, dass man sagen kann, das ist irgendwie gleich gemacht. Ne? Jeder Raum ist irgendwie anders gemacht worden. Oh, pass auf, hier kommt der Boden wieder komplett hoch. Guck mal, das Zimmer. Ui, das war ich mit dem Boden. Oh, das hat sich mal an. Ich hab den Boden einmal hier so drauf. Ja, und dann kommt es bis da hinten hin, ne? Mhm. Da hinten kam nämlich das Geräusch her gerade. Ja. Meine Güte. Das ist der Laminat. Guck dir mal jetzt dieses Badezimmer an, Sabrina. Und diesen Raum hier. So sieht doch kein Hotelzimmer aus. Nee. Sehr, sehr eigenartig alles. Sehr, sehr eigenartig. Selbst der Boden ist überall unterschiedlich in den Zimmern. Hier haben sie offenbar auch mit dem Feuerlöscher gespielt, wie man sieht. Hier ist so ein Doppelwaschbecken. Also vielleicht war das hier so ein Familienzimmer gewesen. Also 2 Betten sind halt hier drin, ne? Aber als Familienzimmer auch ein bisschen sehr klein, findest du nicht? Ich glaube nicht, dass das hier... Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass es als normales Hotel genutzt wurde. Also, hier hört man an jeder Ecke irgendwas, ne? Mhm. Ja. Als wenn man ja nicht alleine wäre. Jetzt schau dir mal diesen Raum an. Boah. Ja, das ist der Laminat, wenn du hier drauf läufst. Ja, der sieht auch wieder komplett anders aus. Mit einem Hochbett, weißt du? Also mit einem Doppelstockbett. Das könnte so ein Familienzimmer gewesen sein, finde ich, ne? Aber es passt irgendwie alles überhaupt nicht. Der Boden sieht Kochnische. komplett anders aus als in den anderen Räumen. Aber hier ist auf jeden Fall eine identische Front. Aber ganz ehrlich, Sabrina, ich glaube wirklich, das ist hier so eine Montagewohnung oder irgendwie sowas. Also muss sowas gewesen sein. Guck mal, da oben ist von dem Vorhang so eine Leine gespannt. Das wurde wahrscheinlich als Wäscheleine genutzt oder sowas. Weißt du, dass du die Wäsche da aufhängen konntest? Vielleicht war es ganz früher mal ein klassisches Hotel für Durchreisende oder für Urlauber. Und das hat sich halt irgendwann nicht mehr rentiert. Und dann haben sie dementsprechend das Konzept geändert, um überhaupt ihre Belegung der Zimmer hinzubekommen. Ich finde einfach nur diese Kleiderschränke. Das sind, glaube ich, die Sachen, die noch von damals hier drin sind. Aber der sieht ja richtig schön aus. Sehr, sehr schön. Der sieht so richtig so bayerisch aus, finde ich. Ja. Und hier ging es dann in die Einliegerwohnung wieder rein, ne? Ja. Aber hier ist auch der gleiche Boden wie in dem Hotelzimmer, in dem ersten, wo wir drin waren, weißt du? Und hier ist diese Wendeltreppe, die wir gerade unten gesehen hatten. Und hier haben wir ja die Vermutung, dass hier vielleicht jemand auch länger gelebt hat. Oh, schau dir mal diesen Stuhl an, wie schön der ist. Ja. Sehr, sehr, sehr schön, ne? Mit diesen Bemalungen. Guck dir mal bitte das riesen Badezimmer an. Wow. Ja, das sieht ja mal richtig pompös aus, ne? Aber richtig. Sehr, krass. sehr schön. Aber das weist auch, finde ich, darauf hin, dass das Ganze mal richtig gut lief. Denn was ich gerade schon gesagt hatte mit der Küche zum Beispiel, Anja, ne? Diese Küche, die da unten verbaut ist, ne? Das war schon modern gewesen und auch nicht gerade günstig damals. Und ich finde dieses Badezimmer hier, ne?
Heutzutage ist es jetzt nicht unbedingt mehr das Schönste, von den Fliesen her und von dem Teppich her. Aber egal, das ist auf jeden Fall früher, gehen wir mal aus, in den 90ern, definitiv sehr modern und schick gewesen, das Ganze. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer hat denn heutzutage noch so ein riesen Badezimmer? Also das ist so groß wie ein Hotelzimmer hier. Mhm. Das ist richtig krass. Hier war offenbar das Schlafzimmer. Auch hier mit so einer richtig stylischen Schiebetür das Ganze. Und hier kommt schon die Tapete runter. Hier oben die Decke wurde tapeziert. Macht man heute auch nicht mehr, ne? Nee, das macht man mittlerweile auch nicht mehr. Was ist das denn hier? Kreativ Collection. Oh Gott, Leute, der ganze Ordner, die ganzen Seiten sind komplett zu. Kannst du gar nicht mehr gucken. Ja, eine Etage haben wir noch, ne? Ich bin gespannt, was da auf uns warten wird, ehrlich. Ich finde, hier riecht es so ein bisschen wohnlich. Guck mal hier. Was glaubst du, die du geguckt hast, wenn es an wäre, ehrlich? Jetzt ist es an. Ob das glaubst du oder nicht, Sabrina? Die Zimmer sind hier noch komplett eingerichtet. Hui. Oh, das sieht aber schön aus. Ja, das ist ein schönes Zimmer. Also halten wir fest, Zimmer Nummer 15 sieht echt gut aus. War offenbar so ein Einzelzimmer, aber mit separater Toilette. Und einem sehr schönen, geräumigen Badezimmer. Sehr schön. Ja, bin ich ja mal gespannt, was uns in den restlichen Zimmern erwarten wird. Ne? Vielleicht hatten sie auch echt nur die untere Etage für so Montagewohnungen vorbereitet. Und die oberen Etagen waren vielleicht noch richtige klassische Hotelzimmer, oder? Sehr, sehr schön. Naja, gut, von den Möbeln her. Sieht jetzt eher nach Kinderzimmermöbel aus, oder? Was meint ihr? Sehr kleines Badezimmer. Sehr, sehr klein. Hier auch so eine Schiebetür. Und hier war eine Dusche. Aber ich hoffe, man sieht. Ah, Was ist? ich habe mich erschrocken. Was ist denn? Ich bin am Spiegel vorbeigelaufen. Mein Gott. Ich habe mich mal von mir selber erschrocken. Obwohl ich auf dem Hinweg ja auch daher gelaufen bin. Aber Boah, Anja. ja, Ey. ich habe mich erschrocken. Oder hätte ich gedacht, da steht jemand. Komm jetzt. Es entpuppt sich übrigens als was ganz anderes hier. Komm, wir Okay. gucken mal weiter. Aber ich glaube, das sind definitiv die Schränke, die hier ursprünglich mal drin standen. Das mit der Malerung hier, das passt ja auch zu dem, was wir in dem Restaurant gesehen hatten. Ne? Man merkt, wenn man hier mit den Fingern so drüber streicht, merkt man wirklich so die einzelnen Farbstriche. Ne? Richtig, richtig schön. Hier wieder ein separater Raum. Zimmer 10. Das sieht aus wie so eine Couch, ne? Als wenn sie vielleicht eine Schlafcouch hatten oder so. Passt ja auch noch dazu. Ui. Hier haben sie aber einen relativ schön, ich glaube, das ist ein Vinylboden verklebt. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, aber die Badezimmer, boah, schrecklich, wirklich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Zimmer, teilweise ja noch okay, aber würde ich definitiv Badezimmer, also würde ich jetzt in so ein Hotel reinkommen und ich würde so ein Badezimmer haben, ne? Ich würde definitiv auschecken. Geht gar nicht. Ich finde es richtig, richtig schlimm. Sehr, sehr schlimm. So klein und alles. Und das ist ja auch feucht. Weißt du, was ich meine? Wenn du da duschen gehst, da hast du ein Dampfbad. Das ist doch schön. Anderes hat da viel Geld für. Links befindet sich der Spiegel, Ja, vor dem ich mich erschrocken habe. Aber es sieht auch so aus, als wenn es hier irgendwie weitergehen würde, Ja. muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Ich habe es ja schon gesehen. Also ich bin hingelaufen, habe noch in den Spiegel reingeguckt, war alles in Ordnung, gehe wieder zurück und habe da nicht mehr dran gedacht, weißt du. Und sah für mich wirklich so aus, als ob jemand in diesem Raum stehen würde, weißt Ja, du. das sieht echt aus, als wenn es da irgendwie weitergehen würde. So, Richtig ne? Von schrecklich. dem Blickwinkel ein richtig, richtig großer Spiegel. Ja. Wahnsinn. Aber, guck mal hier. Hier war offenbar so eine Küche, also genutzt als Küche. Ja, mit offenbaren Feuchtigkeitsschaden, wenn man das so sieht. Ne? Alles ziemlich dunkel.
Hatten sie offenbar vielleicht eine Gemeinschaftsküche gehabt in Zimmer 13. Hat mich ja schon irritiert, hier so ein Kindersitz und so, ne? Ich hätte gerade auch Kindermöbel in einem Raum gesehen. Guck dir mal den Raum an. Aber der Kindersitz sieht noch richtig gut aus, ne? Von Römer sogar, der Kindersitz da. Guck mal hier. Was sagst du denn jetzt hier zu diesem Raum? Boah, geil. Das ist mal schön. Ja, aber was ist das hier? Ich blick's nicht. Sehr, sehr schön. Boah, wenn ich, also ohne Witz, jetzt könnte ich echt meinen, das Ganze wäre hier gar nicht verlassen. Ja. Wenn ich hier so reinkomme, das sieht für mich gar nicht aus wie ein Lost Place. Ja, finde ich auch. Das ist ja das Kuriose daran. Schau mal, da vorne ist noch ein Weihnachtsbaum. Und die ist alles noch so weihnachtlich geschmückt worden. Ey, Leute. Also ich kann mir gerade echt nur vorstellen, dass das Ganze hier vielleicht jemand gekauft hat, versucht hat, das vielleicht neu zu machen, hier drin gewohnt hat bis 2020. Da sind auch Lottoscheine. Da hat jemand auf jeden Fall versucht, den Euro-Jackpot zu knacken. Und die Lottoscheine sind krass. Von wann war unten der Kalender? 2020. 2020. Und die Lottoscheine, Leute, sind vom 30.12.2022. Ja. Also offenbar hat jemand wirklich versucht, den Lotto-Jackpot noch irgendwie zu gewinnen. Denn am 30., am 28., am 27. und nochmal am 27. hat irgendjemand hier Ende des Jahres noch krampfhaft versucht, den Lotto-Jackpot zu gewinnen. Vielleicht um seine Verbindlichkeiten zu bezahlen. Vielleicht um wieder ein bisschen Geld zu bekommen, um das Ganze vielleicht doch komplett zu renovieren und neu aufzumachen. Also irgendwie ergibt das gerade so ein bisschen für mich Sinn. Weil hier ist nämlich noch die Weihnachtsdeko, der Weihnachtsbaum, der komplett genadelt hat. Und dass dann vielleicht zum Ende des Jahres 2022 ja, derjenige hier ausziehen musste, weil einfach kein Geld mehr dafür da war. Und dann waren halt diese Lotto-Tickets, die da liegen, die Lottoscheine, vielleicht der letzte Versuch, noch irgendwie an Geld zu kommen. Ja. Ja. Krass, oder? Ja. Vor allem, guck mal, hier hängt so ein Bild, da steht so ein Bild. Das ist genau das gleiche Bild wie unten auf dem Ausweis, meine ich. Meinst du, das haben hier Bulgaren irgendwie übernommen? Hier ist nämlich so ein Zettel, guck mal. Ich habe das gerade mal mit dem Handy übersetzt, da steht ja wieder auf Bulgarisch da drauf. Steht, trinke mehr Wasser. Also du musst dann hier mal ankreuzen, wie viele Gläser du am Tag getrunken hast. Keine Ahnung, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder so. Ich weiß es nicht. Vor allem Ende letzten Jahres hat hier noch jemand gewohnt, Sabrina, ne? Also mindestens bis dahin. Vielleicht auch noch länger. Alles wurde so zurückgelassen, als ob die Bewohner von jetzt auf gleich verschwunden sind. Uns überkam in dieser Wohnung ein ungutes Gefühl. Egal wohin wir schauten, überall waren persönliche Dinge. Wieso lässt man all das einfach zurück? Die Stimmung bei der Erkundung kippte bei uns. Wir fühlten uns plötzlich sehr unwohl bei der Erkundung. Zudem verursachte das alte Gebäude ständig Geräusche, die unsere Erkundung noch viel unheimlicher machten. St. Petersburg? Tja, die ganze Küche auch noch. Alles da, ne? Ja. Wir fragen uns auch wirklich, warum man nicht einfach noch die ganzen persönlichen Bilder mitgenommen hat. Ne? Das ist doch auch ein emotionaler Wert. Ne? Das ist ja die eine Sache, seine ganzen Möbel hier zu lassen. Aber warum lässt man denn bitte die ganzen Kinderfotos hier einfach zurück? Das sind Erinnerungen, die man nie wieder zurückbekommt. Also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass die einfach nur ihre 7 Sachen gepackt haben, also sprich alles, was so in so eine kleine Tasche passt, genommen haben und einfach geflohen sind, aus dem Land geflohen sind, vielleicht zurück nach Bulgarien, um den ganzen Schulden, die sie wahrscheinlich hatten, zu entkommen und ja, einfach vielleicht ein neues Leben angefangen haben. Natürlich sind das alles nur unsere Vermutung, unsere persönliche Meinung. Spekulation. Ne? Spekulation, Leute, ihr wisst ja, wir konnten wirklich gar nichts hier im Vorfeld recherchieren, herausfinden und dementsprechend ist es alles unsere persönliche Meinung. Ne? Muss man natürlich immer ein bisschen darauf hinweisen natürlich. Nicht, dass nachher heißt, wir haben erzählt, das ist so und so. Ne? Das ist jetzt unsere persönliche Meinung aufgrund von Spekulation. Aber es passt alles. Das muss hier zum Ende des Jahres verlassen worden sein. Hier ist nämlich so ein Edeka-Pfandbon. Ja. 28.12.22. Ja, vielleicht hat er den noch eingelöst, um dann nachher seinen Lottoschein zu bezahlen. Naja, ist ja nicht eingelöst, liegt ja noch hier. Ach so.
Jetzt wollte ich gerade auch die Treppe hochgehen. Jetzt habe ich gesehen, hier ist ein Ordner, offenbar von der Tochter. Mila hieß das Kind. Und hier ist auch der Nachname. Und sie war in der Mäusegruppe offenbar gewesen. Das Ganze ist auf jeden Fall nicht in deutscher Sprache hier. Sind die Ordner nämlich auch in einer anderen Sprache. Willkommen am 10.01.2019. Oh, das sind so schöne Erinnerungen aus dem Kindergarten, Leute. Mit Bildern, die das Kind damals gemalt hat. Wie kann man sowas bloß einfach so zurücklassen? Ich verstehe das nicht, echt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze mit dieser ganzen Vertiefung hier erinnert mich so richtig an die 90er. So, ne? Ja. Das war so richtig modern zu der Zeit. Ne? Ah, hier oben scheint es auch echt groß gewesen zu sein, finde ich. Also hier war offenbar, ich weiß nicht, ob Kinderzimmer oder Elternschlafzimmer. Ich würde ja eigentlich eher vom Bett vermuten, Elternschlafzimmer. Aber aufgrund des ganzen Spielzeugs könnte es auch ein Kinderzimmer gewesen sein. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall noch alles da, ne? Guck mal, hier kannst du üben, wie du sowas zumachst und aufmachst und so, weißt du? So ein bisschen die Feinmotorik. Sehr schöne große Wohnung hier oben. Sehr, sehr schön. Wow, das sieht richtig geil aus. Ja, sehr, sehr schön. Das könnte auch das Elternschlafzimmer sein, ne? Ja. Irgendwie sehr eigenartig, ne? 2 so große Elternschlafzimmer und in jedem Raum ist hier so ein Tresor, ne? Also hier ist ein Tresor, der ist zu. Offenbar hatten die hier in der Wohnung ihr ganzes Bargeld drin gehabt, ne? Vielleicht die ganzen Einnahmen vom Hotelbetrieb, Restaurantbetrieb. Wahnsinn, das ist echt richtig groß, ne? Ja. Hätte ich gar nicht erwartet, dass wir hier so eine krasse Wohnung noch finden. Boah. Oh. Das klingt aber auch nicht so geil. Offenbar wurde das hier so als Abstellkammer genutzt. Also beide Räume. Da hinten ist noch ein Badezimmer. Da. Hier ist auch noch mal ein kleinerer Kindersitz. Maxi Als das Cosi. Kind wahrscheinlich ein bisschen kleiner war noch. Und hier alles komplett zugestellt. Schönes Bild da hinten, ne? Hier auch komplett zugestellt das Ganze. So, ich denke, das war hier wirklich ein sehr, sehr spannender Lost Place. Wenn euch es gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Schreibt weiter unten noch einen Kommentar und schaut euch jetzt als nächstes dieses Video an. Da haben wir auch ein sehr tolles Hotel mit ganz viel Einrichtung erkundet. Also viel Spaß.